Herr van Laak, viele Nahtodforscher argumentieren, dass Nahtoderfahrungen keine Beweise für ein Weiterleben nach dem Tod sind. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie durch Ihre langjährige Forschungsarbeit gekommen? Ich gebe den Naturalisten recht. Nahtoderfahrungen sind kein Beweis für ein Überleben des Todes. Das heißt aber nicht, dass sie ein Gegenbeweis sind oder einen Gegenbeweis darstellen. Nahtoderfahrungen sind aus meiner Sicht ein extrem wichtiger, aber eben auch nur ein wichtiger Mosaikstein auf einer breiten Argumentationskette, die ich persönlich versucht habe, in den letzten über 40 Jahren aufzustellen, um damit einen, ich sage jetzt mal, deutlichen Anscheinsbeweis im juristischen Sinne zu erzielen, dass es nach unserem Tod weitergeht, dass der Tod also nicht unser Ende ist. Und da spielen die Nahtoderfahrungen, wie gesagt, eine ganz wichtige Rolle. Aber sie für sich genommen sind tatsächlich kein Beweis, weil alle Vorkommnisse, alle Möglichkeiten, alle Steps dieser Nahtoderfahrungen, zumindest bis zu einem bestimmten Grad, auch physiologisch erklärt werden können. Allerdings unter Weglassen ganz wichtiger anderer Elemente einer solchen Nahtoderfahrung. Damit stellen diese anderen Elemente auch keinen Beweis dar, aber sie relativieren den Widerspruch, den die Naturalisten aufzeigen mit ihrer Behauptung, da die Nahtoderfahrung ja keinen Beweis darstellen, ist die Nahtoderfahrung auch für sich genommen unsinnig in der Forschung nach einem Überleben des Todes. Diesen relativieren sie ganz gewaltig und führen ihn eigentlich sogar ad absurdum. Also, Nahtoderfahrungen sind extrem wichtig, aber sie sind nur ein Mosaikstein in einer Beweiskette, die weit über die Nahtoderfahrungen hinausgehen muss. Was ist Ihre persönliche Überzeugung? Meine persönliche Überzeugung ist, und das ist ganz eindeutig und klar, und die hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter verfestigt. Wir überleben unseren Tod komplett mit unserer gesamten Persönlichkeit. Warum? Weil unsere gesamte Persönlichkeit eben nicht naturalistisch ist und auch naturalistisch erklärbar sein könnte, sondern sie ist weit mehr als das. Sie ist, wenn man so sagen will, eine völlig andere Systemeigenschaft dieser Welt und auch nicht eine Systemeigenschaft des Materiellen, sondern das Materielle ist ein Vehikel, wenn man so sagen darf, um das Eigentliche, nämlich zum Beispiel, was den Menschen betrifft, seine Persönlichkeit zu bilden und zu entwickeln. Und diese Entwicklung kann, und das sind ganz logische Momente, die da eine Rolle spielen, mit dem Tod nicht beendet oder begrenzt werden. Das heißt also, der Tod ist nur ein Moment, in dem dieses Vehikel zur Entwicklung unserer Persönlichkeit nicht mehr funktioniert, nicht mehr funktionieren kann, weil der Tod eigentlich das Ende des materiellen Vehikels sein muss. Denn diese materiellen Vehikel haben, wie alles Materielle in dieser Welt, nur eine bestimmte Existenzzeit. Ich will nicht sagen Lebenszeit, weil der Begriff Leben auf das materielle Etwas gar nicht zutrifft, sondern der Begriff Leben gehört schon zur anderen Seite. Er ist nämlich ein Teil dieser Persönlichkeit. Er ist nämlich selbst auch keine Systemeigenschaft des Materiellen, sondern nur mit Hilfe des Vehikels überhaupt entwickelt. Gab es Schlüsselmomente in Ihrem Leben, die Sie zu dieser Überzeugung gebracht haben? Es gab Schlüsselmomente, die mich angeregt haben, über diese Sache nachzudenken und den Dingen nachzuforschen. Diese Schlüsselelemente sind wiederum, das ist richtig, ich sage es mal, informationeller Natur oder mystischer Natur oder esoterischer Natur oder wie Sie auch immer wollen, oder spiritueller Natur. Alles das trifft in irgendeiner Weise zu. Das sind teilweise nur übereinander greifende Begriffe für ein und dasselbe.
Aber sie sind nie der Beweis gewesen. Deswegen kann also auch diese noch so sehr spirituelle Erfahrung, dazu gehört eben auch eine Nahtoderfahrung oder jede andere außergewöhnliche Bewusstseinserfahrung, wovon ich einige hatte und die ich entsprechend auch deute, wie meine Überzeugung ist, kann aber trotzdem nicht den Beweis dafür darstellen und auch nicht das Schlüsselmoment sein, um zu dieser Überzeugung zu kommen, sondern es kann nur der Schlüsselmoment oder Schlüsselereignis sein, um dieser Überzeugung, die ich heute habe, Substanz hinzuzufügen. Und diese Substanz, die muss ich auf einem Weg suchen, der nicht über das Mystische oder das Spirituelle geht oder ging, sondern das sind immer nur so Eckpunkte, wichtige Eckpunkte, für mich sogar sehr beglückende Eckpunkte gewesen, die diesen Rahmen irgendwo immer wieder abgesteckt haben und mich dann zum Schmunzeln oder zum Freuen gebracht haben. Aber der eigentliche Weg dahin ist ein anderer. Der Weg ist nämlich, sich aus den naturwissenschaftlichen oder naturalistischen, materiellen oder reduktionistischen Zwängen, denen wir hier mehr oder weniger unterworfen sind oder auch unterworfen werden, vor allem durch den heutigen Zeitgeist oder Mainstream, sich aus dieser Umklammerung zu lösen und den Tellerrand überhaupt erstmal zu erreichen und dann über diese Tellerränder hinweg zu blicken. Und nur das kann aus meiner Sicht dann auch einen Beweis darstellen. Da freut man sich natürlich immer wieder, wenn man eine gewisse Unterstützung, ich sage das jetzt mal so lapidar, von oben oder von außen bekommt. Das ist richtig. Aber das ist nicht der Grund für die Überzeugung, sondern nur der Antrieb, dieser Überzeugung Substanz zu geben, aus dieser Umklammerung, in der wir uns hier befinden, zu lösen. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, in welche Richtung sollte die Forschung zukünftig gehen, damit wir in dieser Frage zu neuen Erkenntnissen kommen können? Die Forschung muss grundsätzlich breiter aufgestellt werden. Meine Forderung, und das ist ja auch die Basis meiner gesamten Entwicklung und Forschung, ist, sich nicht auf ein Gebiet zu konzentrieren und in diesem Gebiet einen Beweis zu suchen. Wir können Beweise versuchen zu suchen, aber wir müssen uns darüber klar werden, dass in jedem einzelnen Gebiet nur viele Hinweise kommen können. Es wird wichtig sein und Zeit sein, über die Tellerränder zu blicken und nicht jedes Ergebnis, was wir in einem Bereich finden, sofort aus den bisherigen Ergebnissen, die wir in diesem Bereich gefunden haben, wieder in derselben Weise zu interpretieren. Sondern wir müssen gucken und schauen, was haben andere in anderen Bereichen gefunden und finden sich dort Parallelen. Und das ist das Entscheidende, um überhaupt auf den Weg zu kommen. Wenn man mehrere Fachbereiche betrachtet und über die Grenzen schaut und auf die Ergebnisse schaut und nicht jedes Ergebnis nur innerhalb eines Teils dieser Fachbereiche interpretiert, sondern tellerrandübergreifend, kommt man zu anderen Ergebnissen. Und wenn man genau das tut, und da ist der eigentliche Forschungsansatz, und dieser muss gewährleistet sein, wenn man das tut, kommt man auch zu einem völlig anderen Weltbild letztlich, was ich in den letzten 22 Jahren, nein, es sind schon 23 Jahre, auch in zahlreichen Büchern manifestiert habe. Ich habe Kontakt mit einer Gruppe, die auch bekannt ist, weltweit bekannt ist. Das ist Bigelow in den USA. Und Bigelow lobt wieder gerade einen neuen Wettbewerb aus, indem sie viel, viel Geld denjenigen versprechen, die einen Beweis vermitteln, dass das Bewusstsein den körperlichen Tod überlebt, als das Bewusstsein des Menschen nicht stirbt. Das muss ich aus verschiedenen Gründen etwas relativieren und auch ein bisschen kritisieren. Zum einen kommen wir wieder zu dem Eigentlichen. Ich kann aus keinem einzigen Gebiet einen solchen Beweis anstellen. Ich kann es nicht über mystische Erfahrungen oder von mir aus spirituelle Erfahrungen. Ich kann es nicht somit auch über Nahtoderfahrungen oder andere außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen. Auch nicht aus Forschungen damit. Alles das sind wichtige Hinweise, gar keine Frage. Aber sie sind keine Beweise im schlussendlichen Sinn. Das geht nur, indem ich mich über die Fachgrenzen bewege. Und damit wird auch dieser Wettbewerb
dann sicherlich dazu führen, dass Geld verteilt wird. Man will es ja schließlich loswerden. Aber einen Beweis im strengen Sinne wird es nicht darstellen und damit auch wieder im Untergrund verschwinden. Schon wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als dieser Wettbewerb auch einmal in anderer Form stattgefunden hat und dann bestimmte Leute eben sicherlich gut Geld eingeheimst haben, aber keinen Beweis dafür erbringen konnten. Es geht so nicht. Aber Fakt dürfte sein, und das ist sehr wichtig und in meinen Augen heute auch eine Sache, die mich ein bisschen missionarisch bewegt. Das war vor 2 Jahren noch nicht so, aber die Welt hat sich in den letzten 2 Jahren dramatisch verändert, in meinen Augen nicht zum Guten. Und deswegen dieser missionarische Appell. Wenn ich beweisen kann, indem ich über die Fachgrenzen schaue und indem ich Interpretation von Ergebnissen sauber trenne und die Ergebnisse miteinander vergleiche und dann nach weiteren Ergebnissen in anderen Gebieten sorgsam suche und feststelle, sie gibt es und sie passen und sie sind in sich schlüssig, dann kann ich am Ende zu der Überzeugung kommen, die ich habe und von der ich mich gar nicht mehr abbringen lassen kann, weil ich davon überzeugt bin, dass es gar keine andere gibt. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Dass nämlich jeder von uns, jeder Einzelne, diesen Tod, den wir als Tod bezeichnen, überlebt und komplett, mit ganzer Persönlichkeit. Auch ein Tier tut das, nur ein Tier, welches kein Selbstbewusstsein hat. Das heißt, auf dem Weg der Evolution des Informationellen noch nicht unseren Status erklommen hat, kann sich dessen nicht bewusst werden. Wir wissen aber von Nahtoderfahrenen beispielsweise, dass hier Menschen sind, die auf einmal ihren Hund in der, ich sage es jetzt mal salopp, einfach jenseitigen Welt, die sie kurz erfahren, wiederentdecken, der auf sie zukommt und sie anbellt. Jedes Leben, jeder Geist, der wiederum eine andere Systemeigenschaft des Informationellen ist, nicht des Materiellen ist, schon gar kein Epiphänomen oder Produkt des Materiellen, sondern nur durch das Vehikel Materie entwickelt worden ist. Jeder Geist überlebt seinen Tod. Und jeder Geist hat zum Zeitpunkt des Todes eine bestimmte Komplexität. Ich nenne es einen Informationscluster erreicht. Und wir Menschen haben aufgrund unserer inzwischen evolutionär erklommenen Stufe eben einen ungleich höheren Informationscluster erreicht. Und dieser Informationscluster, den wir unsere menschliche Persönlichkeit nennen, überlebt diesen Tod, und zwar vollständig, in vollem Bewusstsein. Bewusstsein ist auch eine Systemeigenschaft, eine evolutionär entwickelte Systemeigenschaft des Informationellen, nicht des Materiellen, nur mit Hilfe des Vehikels Materie gebildet und evolviert. Diese Persönlichkeit überlebt also den menschlichen Tod, den eigenen Tod, der Mensch den menschlichen. Und dann steht er natürlich auf einmal in einer Welt, die er neu entdecken wird und entdecken muss, so wie ein Säugling, der geboren wird, eine neue Welt erkennt und erkennen werden muss, erkennen lernen muss, weil er in diese Welt hineingeboren wird und sich natürlich dann entwickelt. So tun wir das auch, neu, ganz anders. Für uns hier auch nicht vorstellbar, kaum jedenfalls vorstellbar. Aber es gibt einige Attribute und die können wir hier absehen. Und deswegen komme ich zurück auf diesen missionarischen Charakter, der in meinen Augen heute extrem wichtig wird. Der Mensch wird erkennen, das, was schon in der Bibel steht und was andere auch gefunden haben, selbstverständlich, da bin ich keineswegs der Einzige und nicht der Erste. Der Mensch wird erkennen müssen, dass er für alles, was er tut, hier jemals getan hat und in Zukunft tun wird, alleine und ausschließlich persönliche Verantwortung trägt. Eigenverantwortung, individuelle Eigenverantwortung. Diese Eigenverantwortung, die beruht eigentlich auf 2 ethischen Säulen, auf 2 goldenen Regeln der Ethik. Und das ist eigentlich auch alles andere ist menschengemacht. Moralische Vorstellungen sind menschengemacht und da kann man drüber reden und das kann jeder halten, wie er möchte. Aber diese Grundlagen der Ethik, die sind offensichtlich höherer Natur, muss man sozusagen. Damit meine ich das nicht naturalistisch. Und das heißt, liebe deinen Nächsten und dich selbst, nicht nur wie dich selbst, sondern auch und dich selbst. Und da wird dann auch automatisch daraus kommen,
Liebe das, was uns überlegen ist und eigentlich die Grundlage für alles ist, dessen größte Kraft die Liebe ist und eigentlich auch dessen Existenz eigentlich Liebe per se ist und wir im christlichen Glauben Gott nennen, was aber durchaus auch anders interpretierbar wäre. Wir können uns nur überhaupt kein Bild davon machen, deswegen ist es auch unsinnig, darüber zu reden, wie wir es interpretieren, denn wir können es nicht. Es obliegt uns nicht. Das ist also die eine goldene Regel der Ethik und die andere goldene Regel der Ethik, die führt zurück auf Immanuel Kant. Und den individuellen, wohlgemerkt, nicht kollektiven, sondern individuellen kategorischen Imperativ, der im Grunde genommen nichts anderes ist als, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist es. Und das müssen diese Menschen erkennen, das müssen diese Menschen erlernen, das müssen diese Menschen beherzigen für sich. Und sie müssen, wie es in der Bibel so schön steht, umkehren. Umkehren. Und das bedeutet für die, die hier leben, umkehren und das umsetzen. Und da sind wir auch wieder bei den Nahtoderfahrungen. Sie sehen, wie das andere sich immer wieder, das andere immer wieder ergibt und mit dem anderen sich in Deckung bringen lässt. Einer, der eine Nahtoderfahrung hatte, eine tiefe, eine komplexe Nahtoderfahrung hatte, der geht aus dieser Nahtoderfahrung am Ende heraus und ändert in der Regel sein Leben. Er wird spiritueller, er hat keine Angst mehr vor dem Tod. Aber die Änderung des Lebens, die er hat, die bedeutet eine größere Abkehr von materiellen oder materialistischen Gedanken und Überlegungen hin zu mehr spirituellen Gedanken und die Menschen werden hilfsbereiter. Sie gehen mehr auf andere zu. Sie dienen, ich sage das mal in Anführungsstrichen, mehr anderen, was heute manche Menschen tun sollten, Kraft ihrer Ämter aber leider nicht tun. Und genau das ergibt sich aus dem, was ich da gerade gesagt habe, weil sie nämlich erkannt haben in ihrer Nahtoderfahrung, dass sie für alles, was sie tun, selber, persönlich, alleine Verantwortung tragen. Also, Wissenschaft darf und muss, um da zu schlüssigen Ergebnissen zu kommen, breit angelegt werden und breit angelegt sein. Es geht nicht, indem man nur in einem Bereich ein Ergebnis sucht und dann immer wieder feststellt, dieses Ergebnis lässt sich auch anders interpretieren. Das relativiert jedes Ergebnis letztlich und damit auch leider diese fundamentale Klarheit, die ich hier versuche zu vermitteln, dass der Tod nämlich nicht unser Ende ist. Wenn wir aber auf verschiedenen Bereichen zu ähnlichen Ergebnissen kommen und letztlich nur die Interpretation durch verschiedene Perspektiven diese vergleichbaren Ergebnisse relativiert, dann kommen wir sicher auch zu einem anderen Ergebnis. Und das ist das Anliegen, was Forschung betreiben muss, wenn sie ernsthaft und seriös diesen Weg vollziehen möchte. Dazu gehört aber auch die Offenheit, überhaupt anzunehmen oder anzuerkennen, dass es möglich sein könnte, dass der Tod nicht unser Ende ist. Und da liegt in meinen Augen das größte Problem. Die meisten Menschen haben diese Offenheit leider nicht und sie schneiden sich damit sehr tief ins eigene Fleisch. Und für die Menschheit mag das leider, wie ich in den letzten Jahren feststelle, ein ganz großes Problem werden können. Herr von Laak, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.